Umzug nach Malta. Für wen lohnt es sich und wie läuft es wirklich ab? Ich bin Sabrina Sauerborn, lebe seit Jahren auf Malta und helfe den Menschen beim Umzug nach Malta und bei der Anmeldung hier vor Ort. Für wen lohnt es sich, nach Malta auszuwandern? Hier kommt es ganz klar auf deine Ausgangsposition an. Es gibt verschiedene, die mir spontan einfallen. Es gibt einmal die Angestellten, die in Deutschland einen Job haben. Hier ist es ein bisschen einfacher. Man kündigt den Job, meldet sich in Deutschland ab und kommt nach Malta, sucht sich eventuell zwischenzeitlich einen neuen Job in Malta, dass man hier wieder Angestellter ist. Die andere Variante, man ist Unternehmer. Hier ist es ein bisschen komplexer und es kommt aufs Individuum an. Daher müsste man hier nochmal in einem 4-Augen-Gespräch das genau besprechen, wie das funktioniert. Die 3 häufigsten Gründe, warum Menschen nach Malta ziehen. Ich erzähle euch die 3 Punkte, die aus meiner Erfahrung raus die wichtigsten sind. Punkt Nummer 1, wir haben Sonne, Strand und Meer, 300 Sonnenstunden im Jahr. Ich persönlich bekomme bei blauem Himmel, Sonnenschein einfach bessere Laune und ich liebe die Sonne. Punkt Nummer 2 ist die Lage von Malta. Malta ist in Europa zentral gelegen. Es ist einfach von hier aus irgendwo hinzufliegen. Sind wir von 2 Stunden in Deutschland. Es gibt regelmäßige Familienfeier, Opa, Oma, die alle noch in Deutschland sind. Daher ist es für mich wichtig, nicht zu weit von Deutschland weg zu sein. Die Sprache in Malta ist natürlich auch sehr wichtig. Hier wird die Hauptsprache ist Englisch. In den Schulen wird in Englisch unterrichtet. Die Kinder wachsen 2- oder sogar 3-sprachig auf, aber mit Englisch komme ich auf dieser Insel gut über die Runden. Punkt Nummer 3, ihr könnt es euch schon denken, ja, es geht um Steueroptimierung. Malta lässt sich immer wieder neue Steueroptimierungen einfallen. Hier gibt es verschiedene, ich nenne es mal verschiedene Programme, denen man beitreten kann. Auch hier kommt es wieder drauf an, gründe ich eine Firma und bin Unternehmer oder bin ich einfach eine Privatperson, Privatier und möchte mich in dem Fall anders anmelden. Vorbereitung. Was musst du tun, um dich richtig vorzubereiten? Es ist ganz wichtig, dass du dich korrekt abmeldest. Viele denken über die Anmeldung nach, dass man sich richtig anmeldet. Ja, das ist auch wichtig. Ich persönlich finde es aber viel wichtiger, dass man sich richtig in einem Land abmeldet. Was muss ich für die Abmeldung tun? Was ist die richtige Reihenfolge für die Abmeldung? Eine Abmeldung ist mindestens genauso wichtig wie die korrekte Anmeldung. Normalerweise melde ich mich in einem Land ab. Das heißt, bis dahin bezahle ich noch da Steuern, wo ich wohne aktuell. Dann melde ich mich in einem neuen Land an und ab der Anmeldung bezahle ich dann in meinem neuen Land Steuern. Das heißt, das muss alles korrekt in der richtigen Reihenfolge erledigt werden. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr hier euch nicht sicher seid, müsst ihr euch Hilfe suchen. Auch hier ist es wieder auf das Individuum wichtig. Es kommt natürlich darauf an, bist du Unternehmer oder Privatperson. Hier gibt es viele verschiedene Sachen oder Punkte zu beachten. Wenn die Abmeldung geklärt ist, kommt die Anmeldung. Was ist in Malta wichtig für die Anmeldung? Ganz einfach gesagt, für eine Anmeldung in Malta brauchst du einen Reisepass und einen Mietvertrag. Das heißt, du brauchst eine Adresse, um dich hier korrekt anzumelden. Die Dauer für die Anmeldung würde ich ganz grob mal 4 bis 6 Wochen planen. Es kann schneller gehen, kann aber auch länger dauern. Auch hier kommt es wieder auf deine persönliche Situation an. Wohnungsmarkt, sehr interessant und sehr anders als in Deutschland. Wie funktioniert der Wohnungsmarkt in Malta? Privatpersonen oder Privateigentümer von Wohnungen vermarkten die Wohnung selten selbst. Die es machen, machen es über Facebook. Hier gibt es verschiedene Facebook-Gruppen, wo die Wohnungseigentümer ihre eigene Wohnung posten und dann kann man als Person sich die Wohnung eben anschauen. Am besten hier über Facebook arbeiten, verschiedene Gruppen. Die schnellste
Variante und auch die, mit der ich am wenigsten Zeit verbringe, ist über ein Maklerbüro. Es gibt viele Maklerbüros in Malta. Nachteil ganz klar, jeder möchte seine Provision haben. Typische Provision für eine Wohnung ist eine Monatsmiete für den Makler. Es spart dir aber unheimlich viel Zeit. Wenn ich einen Makler habe und es ist richtig vorbereite und sage dem Makler, ich bin für 4 Tage auf Malta, bitte bereite mir das vor. Der Makler fragt die richtigen Fragen und zeigt dir richtige Wohnungen. Dann sollte man innerhalb von 4, spätestens 5 Tage eine Wohnung, in der man sich wohlfühlt, finden. Welcher Ort passt zu meinem Lifestyle? Ich persönlich mag es sehr zentral. Zentral gelegen sind typische Orte wie Pembroke, Svii, St. Julian, Slema, Taschbisch und Xira. Hier spielt sich das meiste ab. Hier sind die Schulen, die meisten Büros. Es gibt die meisten Spielplätze, das meiste ist am Meer gelegen. Man kann im Sommer zu Fuß ans Meer schwimmen gehen. Tippitoppi, tolle Location. Wenn man ein bisschen mehr inland geht, die Mieten werden dann auch billiger. Hier würde ich dann vorschlagen, wäre Nashad zum Beispiel auch eine gute Alternative. Gibt auch Supermärkte, Restaurant und Café und es ist weiter oben gelegen und es ist trotzdem sehr, sehr zentral. Mieten, ich hatte es schon vorher angesprochen, ja, die Mieten sind in St. Julians und Slema am höchsten, da es auch die beliebtesten Orte sind. Ich würde schätzen, dass für eine 2-Zimmer-Wohnung, vielleicht auch 3, hier kommt es einfach drauf an, dass man mit 2.000 € Miete im Monat rechnen muss. Die 2.000 €, man kann was Billigeres finden, man kann aber natürlich auch was Teures finden. 2.000 € ist grob geschätzt, plus minus. Für 2.000 € kann ich eine moderne Wohnung finden, sind ein bisschen teurer und kleiner, sind aber dafür neu und neu möbliert. Wenn ich eher ein älteres Modell, also eine ältere Wohnung nehme, hat der Vorteil, dass sie billiger sind, weil sie einfach schon ein bisschen älter ist, hat eventuell dunklere Möbel drin, was die meisten heutzutage nicht mehr möchten. Vorteil ist aber, dass die älteren Wohnungen meistens noch größer sind als die neueren Wohnungen. In Malta sind alle Wohnungen möbliert. Was heißt das? Wenn ich neu umziehe, brauche ich theoretisch nur meinen Koffer mit Klamotten und kann in eine Wohnung einziehen. Besteck, Gläser, Bettwäsche, alles ist vorhanden. Wenn man manche Sachen nicht möchte, dies muss man mit dem Vermieter oder kann man mit dem Vermieter verhandeln. Manche haben einen eigenen Fernseher, möchten den gerne mitbringen. Das heißt, man muss den Vermieter aktiv fragen, wäre es okay, wenn wir den Fernseher entfernen? Ich habe meinen eigenen Fernseher. Manche Vermieter sagen, ja, es ist okay, weil die andere Wohnung haben, dann können die das wieder woanders da unterbringen. Manche Vermieter sagen aber ganz strikt, nein, ich habe keine Lagermöglichkeiten und ich möchte, dass alle Sachen, die in der Wohnung drin sind, weiter drin bleiben. Das heißt, man kann da einfach mit dem Vermieter sprechen und schauen, wie die das machen. Wenn ich natürlich schon weiß, dass ich meine eigenen Möbel habe und möchte diese gerne nehmen, dann schaue ich natürlich darauf, dass ich eventuell eine Wohnung mir nehme, die nicht so möbliert ist, sondern eher minimalistisch eingerichtet ist. Dann ist es natürlich einfacher, wieder eigene Möbel mit einzubringen. Nebenkosten, hier habe ich schon mal ein separates Video gemacht. Nebenkosten sind relativ niedrig in Malta. Ich würde mit 100 €, maximal 150 € im Monat rechnen. Plus minus, kommt drauf an, was ihr habt, aber mit mehr ist einfach nicht zu rechnen. So, das war's von meiner Seite. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren oder mich direkt anschreiben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Habt einen schönen Nachmittag. Tschüss. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.